Du stehst am Ufer der Dardanellen, dem Meer zwischen Europa und Asien, und über dir spannt sich ein Stahlband von 2023 Metern Länge. Es ist die 1915 Çanakkale-Brücke in der Türkei, die längste Hängebrücke der Welt. 318.000 Kubikmeter Beton wurden in ihr Fundament gegossen, 162.000 Tonnen Stahl in ihre Konstruktion verbaut und 8 gewaltige Hauptkabelstränge mit je 144 Litzen halten alles in der Schwebe. Die Bauarbeiten begannen im März 2017 unter der Leitung des südkoreanischen Unternehmens Daelim Industrial und des türkischen Partners Limak. Aber wie bringt man 162.000 Tonnen Stahl über eine Meerenge, ohne dass alles zusammenbricht? Willkommen beim Kern der Dinge. Eine Brücke dieser Größenordnung verbindet niemals nur zwei Ufer. Sie verschiebt Wirtschaftsräume, verkürzt Reisezeiten um Stunden, lässt Regionen zusammenwachsen, die jahrhundertelang durch Wasser getrennt waren. Die Çanakkale-Brücke etwa reduziert die Überquerung der Dardanellen von 90 Minuten Fährfahrt auf 6 Minuten Autofahrt. Doch jede Brücke dieser Klasse ist auch ein Versprechen gegen die Naturgewalten. Ingenieure müssen Erdbeben einkalkulieren, Taifune, Schiffskollisionen, Temperaturschwankungen von -20 bis +45 Grad Celsius. Ein einziger statischer Fehler, eine falsche Berechnung in der Lastverteilung und Millionen Tonnen Material verwandeln sich in eine Katastrophe. 1940 stürzte die Tacoma Narrows Brücke in den USA ein, nur 4 Monate nach ihrer Eröffnung, zerlegt von einem Wind, der gerade einmal 68 km pro Stunde erreichte. Der Ingenieur Leon Moisseev hatte die aerodynamischen Kräfte unterschätzt. Seitdem ist klar, Brückenbau ist kein Handwerk, sondern eine Wissenschaft, die jeden Tag neu bewiesen werden muss. Die größte Herausforderung beginnt aber nicht am Ufer, sondern tief unter Wasser. Die Geschichte jeder Megabrücke beginnt unsichtbar, oft 60 Meter unter dem Meeresspiegel. Dort, im schlickigen Boden der Dardanellen oder der Akashi-Straße, müssen die Fundamente verankert werden, auf denen später die Pylone aufragen. Die gängigste Methode ist der Caisson, eine riesige, wasserdichte Stahl- und Betonkammer, die auf den Meeresboden abgesenkt und langsam mit Beton gefüllt wird. Beim japanischen Akashi Kaikyo-Projekt maßen diese Caissons 80 Meter im Durchmesser, größer als ein Fußballfeld. Sie wurden 1989 unter der Leitung des Ingenieurs Satoshi Kashima an Ort und Stelle versenkt und mit einer speziellen, salzwasserresistenten Betonmischung verfüllt, die sogenanntes Underwater Concrete, das selbst bei direktem Kontakt mit Strömung nicht ausgewaschen wird. Taucher arbeiten dabei in Schichten von maximal 4 Stunden, bei Drücken von bis zu 6 bar, unterstützt von ferngesteuerten Robotern, die Schweißnähte überprüfen und Sedimente entfernen. Bei der Çanakkale-Brücke kamen zusätzlich seismische Isolatoren zum Einsatz, die Erdstöße bis zu einer Magnitude von 7,5 absorbieren können. Über diesen Caissons erheben sich dann die Pylone, oft mehr als 300 Meter hoch. Die der Çanakkale-Brücke ragen 318 Meter in den Himmel, höher als der Eiffelturm. Sie müssen Millionen Tonnen vertikaler Last tragen und gleichzeitig flexibel genug sein, um sich bei Wind und Erdbeben um mehrere Meter zu neigen, ohne zu brechen. Genau das ist das Paradox des Brückenbaus. Stabilität entsteht nicht durch Starrheit, sondern durch kontrollierte Bewegung. Doch selbst die stärksten Pfeiler sind nutzlos ohne das, was darüber schwebt. Wenn die Pylone stehen, beginnt der vielleicht spektakulärste Akt im Brückenbau: das Spinnen der Hauptkabel. Die Akashi Kaikyo-Brücke, eröffnet 1998 nach 10 Jahren Bauzeit, setzte hier einen Standard, der bis heute kopiert wird. Ihre 2 Hauptkabel bestehen aus jeweils 36.830 einzelnen Stahldrähten, jeder mit einem Durchmesser von gerade einmal 5,23 mm. Diese Drähte werden einzeln, einer nach dem anderen, von einem Pylon zum anderen gezogen, ein Vorgang, der Monate dauert. Eine sogenannte Aerial Spinning Machine, ein Spinnrad in der Luft, transportiert die Drähte mit einer Geschwindigkeit von rund 350 Metern pro Minute über den Kanal. Sind alle Drähte verlegt, werden sie unter extremem Druck zu einem einzigen kompakten Kabel verpresst, dessen Durchmesser bei Akashi Kaikyo 1,12 Meter beträgt. Die Zugfestigkeit liegt bei 1800 Newton pro Quadratmillimeter, fast doppelt so hoch wie bei herkömmlichem Baustahl. Die Drähte selbst werden oft in Stahlwerken in Südkorea oder Deutschland produziert, wo Unternehmen wie Pfeiffer Seil- und Hebetechnik auf solche Spezialanfertigungen spezialisiert sind. An diesen Kabeln hängt dann die Fahrbahn, oft als modulares Stahldeck, das Stück für Stück mit Schiffen unter die Brücke gefahren
und nach oben gehievt wird. Aber es gibt ein Problem. Stahl schwingt. Wind, Verkehr und sogar Schritte können Resonanzen erzeugen, die eine Brücke zerstören. Deshalb installieren Ingenieure heute massive Schwingungsdämpfer, sogenannte Tuned Mass Dampers, oft mehrere hundert Tonnen schwer, die wie ein Pendel den Bewegungen entgegenwirken. Doch all diese Präzision bedeutet nichts, wenn die Natur zuschlägt. Eine Brücke ist niemals fertig, im Sinne von unbeweglich. Sie atmet, dehnt sich, schwingt, lebt. Die Zanakale-Brücke wurde so konstruiert, dass sie Windgeschwindigkeiten von über 280 km pro Stunde überstehen kann. Werte, die bei einem Hurrikan der Kategorie 5 erreicht werden. Ihre Fahrbahn ist aerodynamisch geformt wie ein Flugzeugflügel, damit der Wind nicht angreift, sondern durchströmt. Erdbeben sind eine andere Geschichte. In Japan verschob das Kobe-Beben von 1995 mit einer Stärke von 6,9 die noch im Bau befindlichen Pylone der Akashi-Kaikyo-Brücke um exakt einen Meter auseinander. Die Ingenieure passten die ursprünglich auf 1990 Meter geplante Spannweite kurzerhand auf 1991 Meter an, statt das Projekt neu zu beginnen. Genau das ist der Geist moderner Brückenstatik. Bewegung wird nicht verhindert, sondern eingeplant. Temperaturschwankungen tun ihr Übriges. Ein 2000 Meter langer Stahlträger dehnt sich zwischen Winter und Sommer um bis zu 2 Meter aus. Dehnungsfugen an den Brückenenden, oft kammartig ineinandergreifend, schlucken diese Bewegung. Die Zanakale-Brücke selbst wurde nach 5 Jahren Bauzeit am 18. März 2022 eröffnet, dem Jahrestag der historischen Seeschlacht von 1915. Während der Bauphase mussten die Ingenieure mehrfach mit Stürmen kämpfen, die das Spinnen der Kabel für Wochen lahmlegten. Im Winter 2019 verzögerten Unwetter die Arbeiten um fast 2 Monate, weil Winde von über 100 Kilometern pro Stunde jede Montage unmöglich machten. Trotzdem hält die Brücke heute jedem Wetter stand, das die Meerenge ihr entgegenwirft. Diese Ingenieurskunst verändert nicht nur Landschaften, sondern ganze Gesellschaften. An diesem Punkt wird klar, dass Brücken weit mehr sind als Verkehrsinfrastruktur. Sie sind Beschleuniger ganzer Volkswirtschaften. Die Akashi-Kaikyo-Brücke verbindet seit 1998 die Insel Awaji mit dem japanischen Festland und hat die Pendelzeit für 25.000 Menschen täglich um über eine Stunde verkürzt. Rund um die Chanakale-Brücke entstehen seit 2022 neue Industriezonen, Logistikzentren und Wohngebiete, weil Istanbul plötzlich in 2,5 Stunden Fahrzeit erreichbar ist. Aber die Wirkung reicht weiter. Die Technologien, die im Brückenbau entwickelt werden, Hochleistungsbeton, aerodynamische Profile, Schwingungsdämpfung, fließen direkt in andere Disziplinen ein. In Wolkenkratzer wie den Burj Khalifa, in Offshore-Windparks in der Nordsee, sogar in Raketenstrukturen der europäischen Ariane-Trägerraketen. Forschungsinstitute wie die Technische Universität München nutzen Brückendaten für neue Simulationsmodelle in der Strukturmechanik. Die nächste Generation plant bereits Spannweiten von über 3000 Metern, etwa die Messina-Brücke zwischen Sizilien und dem italienischen Festland, deren Bau 2024 erneut beschlossen wurde. Jede neue Brücke verschiebt die Grenzen des technisch Machbaren weiter. Zurück am Ufer der Dardanellen, mit Blick auf jene 2023 Meter Stahl, die sich scheinbar mühelos über das Wasser spannen, wirkt das Bauwerk plötzlich anders. Es ist nicht nur eine Brücke, sondern die sichtbare Spitze einer unsichtbaren Choreografie aus Caissons im Meeresschlamm, Tausenden einzelner Stahldrähte, kalkulierter Bewegung im Wind und der Hartnäckigkeit von Menschen, die der Natur nicht trotzen, sondern mit ihr verhandeln. Jede dieser Brücken ist ein Vertrag zwischen Physik und Mut, unterzeichnet in Beton und Stahl. Manchmal ist die offensichtlichste Konstruktion, über die du jeden Tag fährst, die Spur einer Geschichte, die tiefer reicht, als du ahnen würdest.